Herzlich willkommen zu unserem Digital Talk, heute mit Marco Mühlender, unserem Produktmanager Inkjet. Hallo Marco. Hallo Sandra. Marco, vielleicht erzählst du mal ein bisschen so über deinen Arbeitsalltag, vielleicht auch über deinen Werdegang, damit wir mal so einen Eindruck bekommen, was macht ein Produktmanager Inkjet? Ja, ich bin als Berufsunerfahrener hier zu König und Bauer Coding gekommen. Ich war vorher bei einem deutschen Sportwagenhersteller tätig, hatte also mit Kennzeichnungstechnik keine Berührungspunkte. Habe dann als Werkstudent hier bei der König und Bauer Coding angefangen und wurde nach einem halben Jahr zum Produktmanager für die AlphaJet Produktfamilie. Der AlphaJet, muss man wissen, ist unser meistverkauftes Kennzeichnungsprodukt. Und ich bin auch heute noch Produktmanager. Zeitgleich bin ich nun seit einem halben Jahr als Abteilungsleiter hier tätig für das technische Projektmanagement. Im technischen Projektmanagement helfen wir den Kunden, dass sie eben das beste Produkt für ihre kundenspezifische Applikation bekommen. Neben den, ich sag mal, Schwerpunkten, die du gerade genannt hast, weiß ich natürlich auch, ein Produktmanager guckt auch immer sehr weit in die Zukunft und schaut einfach, wohin muss er sein Produkt, seine Themen weiterentwickeln. Was sind da vielleicht Schwerpunkte, wo du sagst, da legst du gerade den Fokus drauf und das ist dir auch unheimlich wichtig, dass es da weitergeht? Also es gibt natürlich viele Trends, die uns momentan beschäftigen, gerade im Produktmanagement. Aber ein, zwei Trends, die mir jetzt ganz spontan einfallen, ist Digitalisierung und Vernetzung. Das heißt, ja, wie passe ich meine Produktionsanlage an? Wie vernetze ich die Maschinen untereinander? Das kleine Kennzeichnungsgerät in einer riesengroßen Verpackungsanlage beispielsweise. Wie kommuniziert das miteinander? Und ein anderer Trend, den ich sehe, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, ja, wie nachhaltig sind unsere Produkte? Ist das zukunftsgerichtet? Und da legen Kunden immer mehr Wert drauf. Wenn ich da jetzt vielleicht nochmal einhaken kann, weil es ja auch ein Thema ist, das einfach viele interessiert, gerade so zum Thema Nachhaltigkeit. Das bedeutet, du guckst dir also auch, ich sag mal, Stromverbrauch, Emissionen, solche Themen bei dem Produkt an. Also ist das, was darunter zu verstehen ist? Ja und nein. Natürlich Stromverbrauch und Emissionen, das ist basic, ja, da muss man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Ganz wichtig sind mir das Thema Tinten zum Beispiel. Über die Tinte kann man unheimlich viel rausholen. Es geht nicht nur um die Haftungseigenschaften und um die kürzeste Trocknungszeit, sondern auch, wie ressourcenschonend ist die Tinte. Wir setzen heute schon Tinten ein, die Inhaltsstoffe besitzen, ja, die in vielen, vielen Jahren erst wirklich auf den Markt kommen, weil wir heute sehen, dass viele Inhaltsstoffe eventuell verboten werden. Und auf die möchten wir heute definitiv nicht mehr setzen. Jetzt ging es ja schon die ganze Zeit um das Thema Zukunft und ich weiß, und das ist ja, ich sag mal jetzt ein großes Thema, du hast jetzt auch ein neues Produkt sozusagen oder stellst es gerade vor, unseren AlphaJet 5X. Magst du uns vielleicht da mal erzählen, was sich dahinter verbirgt? Ja. Der AlphaJet 5X wird das neue Flaggschiff unseres Produktportfolios im Inkjet-Bereich. Und ja, was mir besonders wichtig war oder was ich besonders cool finde am AlphaJet 5X, ist das komplett neue Bedienkonzept. Das ist ein komplett neues Erlebnis für den Bediener. Ich bediene das Gerät nämlich als erstes Kennzeichnungsgerät sozusagen wie ein Smartphone. Und das ist richtig, richtig cool. Ich kann mir Oberflächen zusammenbauen, ich kann mir Startpages und Homescreens bauen, wie ich möchte. Ich kann mir verschiedene Apps runterladen und die da drauf installieren. Und das ist ein komplett neues Erlebnis, wo ich auch echt sehr zufrieden bin und sehr glücklich bin mit der Arbeit, die hinten in der Entwicklung geleistet wurde. Jetzt ist das natürlich ein sehr, sehr spannender Aspekt. Wenn du jetzt guckst von der Entwicklung dieses Produktes bis eben jetzt hin zur Ankündigung, gibt es da noch weitere Schritte, wo du aktiv dran beteiligt warst, wo du selber auch gesagt hast, Mensch, das muss da unbedingt rein, so müssen wir das machen? Ich bin ja Produktmanager und nebenbei als Hobby leidenschaftlicher Autoschrauber. Das heißt, mir ist es persönlich wichtig, dass ich die Dinge mal selber in der Hand habe. Als erster Kunde sozusagen war es mir wichtig, das Gerät mal selber in die Hand zu nehmen,
zu bedienen. Ich habe selber das Gerät zerlegt, zusammengebaut, geguckt, dass wirklich die Teile alle an richtigen zugänglichen Stellen sind, dass der Kunde echt ein rundes Gesamtpaket bekommt. Und ja, da hilft mir einfach mein handwerkliches Thema sehr weiter. Und das sieht man auch, denn wenn ich das so sagen darf, das ist auch vom Design ein sehr, sehr gelungenes Produkt. Also vielen Dank, Marco, für das gute Gespräch, für die vielen Informationen und hoffentlich bis bald mal wieder. Dankeschön, Sandra. Bis bald. Gerne.